Es geht nicht um Ansgar, es geht um Bernd. Ein Mörder in unserer Familie. Bernd ist kein Mörder. Lass diese Ehe annullieren. Was hältst du davon, wenn wir uns die Geschäftsführung teilen? Naja, wir können es ja mal versuchen. Dann sind wir uns also einig? Ja, das sind wir. Ich erwarte schon eine kleine Gegenleistung dafür. Gegenleistung. Heirate mich. Sag mal, habe ich das eben richtig verstanden? Du willst mir die Jones vom Hals halten und dafür soll ich dich? Heiraten. Du hast es erfasst. Kannst du mal bitte? Du musst doch verrückt sein. Was bitte daran, Ansgar, ist so komisch? Na, allein die Vorstellung, dass ich eine Scheinehe eingehe wie Carla mit diesem Loser Beinbach, das ist völlig absurd. Das wäre zu unser beider Vorteil. Ach, doch wohl eher zu deinem, oder? Was hast du mir denn zu bieten, außer einem angeheirateten Adelstitel und einer doch mehr als zweifelhaften Vergangenheit? Ich bin die Einzige, die dir helfen kann, Sylvia Jones loszuwerden. Weißt du, ich glaube, das schaffe ich auch allein. Da wäre ich mir nicht so sicher. Denk mal lieber über meinen Vorschlag nach. Das kannst du nicht von mir verlangen. Carla. Carla, mir ist doch klar, dass dir diese Entscheidung nicht leicht fällt. Aber Ich werde mich nicht von Bernd scheiden lassen. er steht unter Mordverdacht, Carla. Und er hat dem Ruf unserer Familie großen Schaden zugefügt. Es ist überhaupt nicht bewiesen, dass er Rush umgebracht hat. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die Presse hat sich auf den Fall gestürzt. Und wir müssen sehen, dass wir endlich aus den Schlagzeilen herauskommen. Carla, wenn dir der Ruf unserer Familie wirklich am Herzen liegt, solltest du diese Ehe schleunigst annullieren lassen. Tut mir leid, das werde ich nicht tun. Das war keine Bitte, Carla, sondern eine Forderung. Vom Gesundheitsamt haben Vorstellungen. Da müssen wir während der Öffnungszeiten antreten. Das war doch nur ein Routinetermin. Und dann gleich beide Geschäftsführer. Lächerlich. Charlie, wir hatten die ganze Sache doch in 5 Minuten erledigt. Es ist vorbei, okay? Ach, und Schneiders, weißt du, da hatte das alles einfach ein anderes Niveau. Du vermisst dein Bistro ganz schön, was? Ja, klar. Das Ambiente, die Gäste, mein Angelo. Das Bistro, das war mein Leben. Hey, wer weiß. Vielleicht bekommst du das Schneiders ja irgendwann mal wieder zurück. Danke für dein Mitgefühl. Hat es vielleicht einen Grund? Nein. Hallo, darf es eine Packung Maronen sein? Möchtest du auch welche? Danke, tschüss. Einmal bitte. Schön. Danke sehr. Du könntest mir vielleicht doch einen Gefallen tun. Und welchen? Würdest du meine Schicht heute Abend übernehmen? Es ist nur so, ich habe später noch einen Termin wegen meiner Opa. Hallo, für 3 Ach, Euro. die Präsentation? Ja, dann nehme ich an. Naja, wer weiß, ob es überhaupt zur Präsentation kommt. Natürlich kommt es dazu. Du bist gut, David, das habe ich dir immer gesagt. Der Verleger hat auf jeden Fall einen sehr interessierten Eindruck gemacht. Na, siehst du? Ich drück dir die Daumen, das klappt bestimmt. Das heißt, du übernimmst meine Schicht? Natürlich. Ich danke dir. Ist das dein letztes Wort? Jetzt komm schon, Tanja. Man muss doch nicht gleich heiraten, nur weil wir im Bett eine Menge Spaß haben, hm? Du wirst mich brauchen gegen Sylvia. Glaubst du im Ernst, ich will die Pest mit der Cholera austreiben? Wie willst du ohne mich an die Spitze der Holding kommen? Da gibt's zum Beispiel noch jede Menge Geschäftsfreunde, die mir noch einen Gefallen schulden. Die Einzige, die dir wirklich von Nutzen sein wird, bin ich.
Und alles, was ich dafür will, ist eine kleine Gegenleistung. Tut mir leid. Man heiratet einfach nicht seine Mätresse. Aber seine Partnerin. Ich bin nicht auf dich angewiesen, Tanja. Man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben, mein Lieber. Unser Gespräch ist noch nicht beendet. Für mich schon. Carla! Ich verstehe überhaupt nicht, wo das Problem liegt. Diese Ehe existiert doch sowieso nur auf dem Papier. Du bist mein Problem. Das ist mein Leben und du hast nicht das Recht, hier irgendein Urteil darüber zu bilden. Und genau dieses Recht nehme ich mir, wenn es um das Ansehen unserer Familie geht. Ich habe Bernd und Vanessa versprochen, zu ihnen zu halten. Und du wirst mich nicht dazu bringen, dieses Versprechen zu brechen. Du stellst dich gegen mich? Willst du mir drohen? Dieser Mann ist wegen Mordes angeklagt. Und da steht es wohl außer Frage, wem gegenüber du dich loyal verhalten solltest. Hallo. Entschuldigt. Kein Problem. Für mich hat sich dieses Thema sowieso erledigt. So, ich würde dann gerne zahlen. Das macht 13,50 bitte. Stimmt so. Danke. Charlie, hast du vielleicht einen Moment für mich? Ja. Für mich? Was ist das denn? Sieh nach. Deine Partitur. Soll ich die hier singen? Entschuldige. Ach, David. Ich dachte, ich könnte dir damit ein wenig von dem wiedergeben, was du mir früher mit deiner Liebe geschenkt hast. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin richtig gerührt. Es würde mich nur freuen, wenn wir die weniger schöne Zeit unserer Beziehung vielleicht vergessen könnten und wieder gute Freunde werden. Dr. Bayer, Ansgar von Lahnstein hier. Rufen Sie mich doch bitte mal zurück. Ich kann Sie nicht erreichen. Danke. Ich denke, es wird in den nächsten Tagen soweit sein, dass wir... Ich würde sagen, wir verschieben den Einzug in mein neues Büro. Sorgen Sie hier erstmal für einen schnellen Abtransport, ja? Na, Sie haben es aber eilig. Ich wollte Ihnen nur behilflich sein. Sie können es wohl kaum erwarten, auf meinem Stuhl zu landen, wie? Es war der ausdrückliche Wunsch Ihres Vaters, dass ich Ihren Posten übernehme. Ich bin mir sicher, dass Sie ihn überredet haben, mich zu entlassen. Ich bin dem Ganzen nur zuvorgekommen. Der junge Graf hat die Firma auf eigenen Wunsch verlassen. Das liest sich auch wirklich besser, als wenn in den Zeitungen stünde, Ansgar von Lahnstein wurde Opfer seiner eigenen kriminellen Machenschaften. Lassen Sie sich ruhig Zeit für Ihren Abschied und genießen Sie die letzten Momente als Direktor der Lahnsteinbank. Es ist mir ein Rätsel, wie Charlie mit so einer Speisekarte Gewinn machen konnte. Die ganzen Spezialitäten sind schon im Einkauf teuer. Qualität hat eben ihren Preis. Das hat Frau Schneider auch sehr viel Lob eingebracht. Nicht nur bei den Gästen, auch bei den Restaurantkritikern. Ah, und deswegen darf sie jetzt in einer Pinze Bier zapfen? Es kann nicht schaden, wenn ich in den Laden hier ein bisschen Kostenbewusstsein reinbringe. Tja, wie soll das aussehen? Fischstäbchen statt Zanderfilet? Nein, ich habe dem Koch das Budget für den Wareneinkauf gekürzt. Klasse. Stellen Sie auch gleich die Großpackungen. Sparen Sie ein bisschen. Angelo, ich bezahle Sie nicht fürs Herumstehen. Machen Sie mit den Gläsern weiter. Schneiders, Sie sprechen mit Angelo. Eine Reservierung für morgen Mittag? Sekunde, ich klär's mal ab. Eine Reservierung für morgen Mittag. Ein Geschäftstermin. Kann ich annehmen? Ja, was weiß ich. Ich habe da keinen Kopf für. Entscheiden Sie doch selber. Hören Sie, Frau Jones? Geht klar. Wir arrangieren alles zu Ihrer Zufriedenheit, wie immer. Wiederhören. Sagen Sie, Angelo, war das gerade Sylvia Jones?
So ist es. Hallo, Ansgar. Wie kann sie nur an einem Mann festhalten, der wegen Mordes in Untersuchungshaft sitzt? Welche Gründe auch immer Carla dafür hat, das ist ihre Angelegenheit. Nein, 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 nein. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie Carla unserer Familie weiterhin schadet. Du solltest dich nicht in ihr Leben einmischen. Ansgar habe ich davon überzeugt, dass er sich als ein Lahnstein an gewisse Regeln zu halten hat. Und Carla werde ich das auch beibringen. Ich hoffe nur, Vater hat endlich verstanden, dass er mich nicht immer so unter Druck setzen kann. Carla, das glaubst du doch wohl selber nicht. Der gibt erst Ruhe, wenn er seinen Willen hat. Er wird dich in die Bibliothek zitieren, wird dir einen Platz anbieten, sich mit ernster Miene vor dir aufbauen Ist und gut, dann... ich kann es mir bildlich vorstellen. Da vergeht mir wirklich die Lust, wieder nach Hause zu fahren. Wenn du willst, kannst du auch gerne bei mir im Hotel übernachten. Gar kein Thema. Das ist lieb, danke. Ich verstehe es einfach nicht. Wir hatten uns gerade erst versöhnt. Warum kann er sich nicht einfach aus meinen Angelegenheiten raushalten? Tja, so ist er nun mal. Aber von dir zu verlangen, deine Ehe annullieren zu lassen, finde ich auch etwas überzogen. Dieser ist einfach zu weit gegangen. Also was mich angeht, ich finde es klasse, dass du Bernd nicht einfach so hängen lässt. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Da kann er nur froh sein, jemanden wie dich an seiner Seite zu haben. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Und wenn Vater das nicht versteht, dann kann ich ihm auch nicht weiterhelfen. Oh, guten Morgen. Von wegen guten Morgen. Wie mal einen Kaffee kriegt man hier? Bleiben Sie doch, wir haben doch schon... Haben wir nicht. David? Wir haben noch geschlossen. Sag mal, was ist denn mit dir los? Was soll denn schon sein? Gar nichts. Ach, das sieht man. Uff. Wieso hast du nicht aufgemacht und wieso sitzt du noch hier rum? Wieso nicht? Die paar Kröten, die ich hier verdiene. So viel zum Sterben, so wenig zum Leben. Was ist passiert? Du lässt dich doch sonst nicht so gehen. Hat es mit dem Termin gestern zu tun, mit dem Verleger? Hat ihm deine Oper nicht gefallen? Nicht gefallen. Natalia, wie sieht's aus? Erfahre ich jetzt, warum wir wirklich hier sind? Ich habe noch was anderes zu tun. So, was denn zum Beispiel? Es geht um eine kleine, sagen wir, Demonstration. Ach was. Ah. Dr. Bayer, wie schön. Gestern habe ich Ihnen noch auf die Mailbox gesprochen. Und jetzt treffen wir uns hier. Guten Tag, Graf Lahnstein. Ich wollte Sie auch schon zurückrufen, aber ich bin leider nicht dazu gekommen. Ach, das macht doch nichts. Ich wollte Ihnen eigentlich auch nur mitteilen, wie sehr ich die Zusammenarbeit mit Ihnen genossen habe. Das freut mich zu hören. Ich fand es auch mehr als bedauerlich, von Ihrem Rücktritt zu erfahren. Ja, es ist mir auch wirklich nicht leicht gefallen. Zumal ich meinen Posten jemandem überlassen musste, dem ich für diese Tätigkeit, sagen wir mal, sehr viel Glück wünschen möchte. Sie meinen Frau Jones? Ja, Sie kennen sie bestimmt. Vor einigen Jahren ist sie Inhaberin von Daylight Pictures gewesen. Richtig, bis sie Konkurs anmelden musste. Und dann hat sie Beinbach All Media geleitet. Ja, bis die Lahnstein Holding diese sanierungsbedürftige Firma übernommen hat. Aber im Rahmen der Holding schreibt man dort inzwischen auch wieder schwarze Zahlen. Das stimmt, nachdem wir es für richtig gehalten haben, sie ihrer Position zu entbinden und mit anderen Aufgaben zu betrauen. Und wieso ist sie jetzt Direktorin der Lahnstein Bank? Sie sind doch ein alter Hase. Sie wissen doch, dass das mit Logik meist nicht viel zu tun hat. Was Sie da sagen, ist starker Tobak. Ich würde Ihnen einfach nur raten, den Vertrauensvorschuss gering zu halten. Wie sieht's aus? Wollen wir unser Gespräch nicht bei einem Essen fortsetzen? Tut mir leid, aber ich bin bereits verabredet. Mit Frau Jones. Sie gibt hier einen Empfang. Ach was. Dr. Bayer. Guten Tag, Frau Jones. Und was Sie da eben über Frau Jones von sich gegeben haben, ich sehe das anders. Lächeln, Ansgar. Immer lächeln. Angelo,
Hallo, Frau Schneider. Wie geht's Ihnen? Ach ja, tut, was man kann. Was machen Sie denn um diese Zeit in der Stadt? Haben Sie heute frei? Na, geben Sie doch mal die Tüten, dann können wir doch besser erzählen. Oh lala. Seit wann sind Sie denn so preisbewusst, wenn es um Ihre Ernährung geht? Oder hat Ihnen etwa die neue Chefin den Lohn gekürzt? Es ist viel schlimmer, als Sie glauben. Wieso, was ist los? Ich habe für die Küche eingekauft. Für welche Küche? Die des Schneiders. Der Koch hat sich geweigert, selber einkaufen zu gehen. Frau von Anstetten hat ihm das Budget gekürzt. Jetzt ist er beleidigt. Tja, der wollte sogar kündigen. Aber mit ihm steht und fällt das Bistro. Ach, viel schlimmer ist, dass Sie nicht mehr da sind. Frau von Anstetten ist ständig so launisch und alle haben Angst um ihren Job. Das kann ich mir vorstellen. Wir vermissen Sie. Und die Gäste fragen ständig nach Ihnen. Wollen Sie nicht doch mal wieder vorbeikommen, Chefin? Oh nein, Angelo. Das bringe ich nicht fertig. All die schönen Erinnerungen und alles perdu. Womöglich begegne ich noch Tanja. Ach, die ist doch eh nie da. Kommen Sie noch mal vorbei. Für mich. Für die Gäste. Und vor dem Essen brauchen Sie ja nichts anrühren. Hi. Hi. Leonhard. Weißt du, wie es Carla geht? Na, wie soll es ihr nach dem Streit mit Vater schon gehen? Naja, sie ist gestern Abend nicht nach Haus gekommen. Ja, weil sie keine Lust auf weitere Diskussionen hatte. Deshalb hat sie bei Natalie übernachtet. Will sie Johannes jetzt aus dem Weg gehen? Naja, solange er nicht kapiert, dass wir unsere eigenen Entscheidungen treffen, halte ich das für das Beste, ja. Ich weiß, was du meinst. Trotzdem solltet ihr versuchen, euren Vater zu verstehen. Ach ja? Und warum, wenn ich fragen darf? Er will nur euer Bestes. Du solltest dich mal selbst reden hören. Aber es war ja klar, dass du dich auf Johannes Seite stellst. Im Gegensatz zu dir weiß Cecile, worum es hier wirklich geht. Ja, einzig und allein um die Durchsetzung deines Willens. Leonhard, bevor du blind für deine Schwester Partei ergreifst, vielleicht hörst du dir auch erst einmal meinen Standpunkt an. Ich kenne deinen Standpunkt. Und das allein ist Grund genug, um mich auf Carlas Seite zu stellen. Die Luft ist rein. Gut. Tanja ist die Letzte, der ich jetzt begegnen möchte. Ach, machen Sie sich da keine Sorgen. Geht uns mit der Arbeitsauffassung nicht so genau. So gut wie nie hier. Ich bringe noch eben die Tüten in die Küche. Muss ja nicht jeder sehen, was wir einkaufen. Ja. Frau Schneider, Sie endlich mal wieder zu Gesicht zu bekommen. Was für eine Überraschung. Herr von Eisler, guten Tag, wie geht es Ihnen? Gut, sehr gut. Ja? Ach, Frau Schneider, was für eine Freude. Hallo? Hallo, Herr Tillmann. Ja, ganz meinerseits die Freude. Es ist sehr schön, wieder einmal hier zu sein. Leiten Sie denn jetzt ein anderes Restaurant? Hier bekommt man Sie so selten zu sehen. Nein. Entschuldigung, da ist noch jemand, der Sie gerne begrüßen möchte. Der Opernintendant. Hallo. Herr Professor Schillinger. Und ich dachte schon, Sie hätten sich in Luft aufgelöst. Nein, ich muss mich entschuldigen, dass ich auf all Ihre Einladungen nicht reagiert habe. Aber mir war so gar nicht nach Premierenfeiern. Also unter uns, Sie haben nichts verpasst. Ist das so? Dann würde ich mich gerne mit einer Bitte an Sie wenden. In einer Angelegenheit, die auch für Sie von Interesse sein könnte. Also Sie wissen, was immer ich für Sie tun kann. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Aber wir wollen doch mal sehen, wer hier seinen Willen durchsetzt. Was hast du vor? Ich rufe Lars Schneider an. Wenn meine Tochter so stur ist, muss sie sich nicht wundern, wenn ich andere Seiten aufziehe. Sag mir bitte, was du vorhast. Herr Schneider ist der Anwalt von Carlas Mann. Er soll ihm ein Angebot unterbreiten, das ihm über die Annullierung der Ehe hinweg helfen wird. Das ist nicht dein Ernst. Du willst Bernd bestechen? Meinst du, er hat ein Problem damit? Das kannst du nicht machen. Cecile, wenn die beiden sich lieben würden, wäre ich völlig deiner Meinung. Aber so? Ich will nicht wissen, wie Carla darauf reagiert, wenn sie davon erfährt. Du legst doch sonst immer so viel Wert auf Moral und Anstand. Und jetzt begibst du dich auf so ein Niveau? Cecile, kann ich dich um eins bitten? Bitte halt dich da raus.
Es geht hier schließlich um meine Kinder und nicht um deine. Herr Schneider, Graf Lahnstein hier. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind und würde sagen, stoßen wir an und trinken auf eine gute Zusammenarbeit. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Trink lieber auf deinen nahenden Untergang. So, dann hoffe ich, Sie bald wieder im Schneiders begrüßen zu dürfen. Ja, ja. Du bist ja immer noch da. Sie sitzt wohl fester am Sattel, als du dachtest, was? Und? Bist du immer noch alleine mit ihr fertig? Ich würde sagen, die Tage von Frau Jones in der Holding sind gezählt. Der Kampf um die Führung der Lahnsteinbank hat doch gerade erst begonnen. Und wenn wir mit ihr fertig sind, dann wird sie nicht so viel zu lachen haben. Wir? Ja, natürlich, du und ich. Das heißt, du nimmst mein Angebot an? Ich würde sagen, du gibst mir erstmal eine Probe deines Könnens und dann sehen wir weiter. David? David, hallo, ich weiß doch, dass du da bist. Ich muss dir unbedingt was erzählen. Ich habe einen befreundeten Opernintendanten gesprochen und der möchte sich deine Partitur anschauen. Ist das nicht wunderbar? Bist du verrückt geworden? Was machst du denn da? Bleib bloß weg! Niemand wird sich jemals meine Oper anhören. Pur Charlotte. Das ist nur ein Haufen Schrott. Es ist mir egal, ob Herr von Beinbach Besuchsverbot hat oder nicht. Machen Sie mir endlich einen Vorschlag, wie wir dieses Problem lösen können. Wiederhören. Cecile, entschuldige, ich wollte vorhin nicht. Mal abgesehen davon, dass ich mir so einen Ton von niemandem bieten lasse. Auch nicht von dir. Cecile, Lass mich ausreden. Ich will dich nur mal an deine guten Vorsätze erinnern. War es nicht so, dass du mehr Verständnis für deine Kinder haben wolltest? Also was soll denn Und das wenn du jetzt? Carla deinen Willen aufzwingst, findest du das in Ordnung? Ich kann dir versichern, damit treibst du sie nur weiter von dir weg. Sie wird schon noch einsehen, dass ich nur zu ihrem eigenen Wohl entscheide, Cecile. Du hast nichts dazugelernt, Johannes. Und ich kann nur froh sein, dass wir beide keine Kinder zusammen haben werden. Und so geht es weiter. Du lässt mich nicht einfach stehen, wenn wir eine Diskussion führen, okay? Weißt du was? In meinem Haus lasse ich mich von niemandem rumkommandieren und schon gar nicht von dir. Okay? Boah, du bist so arrogant und selbstherrlich, der wird einem echt übel. Wenn du es so willst, werde ich ein anderes Zimmer beziehen. Danke. Aber ich erwarte eine Erklärung, Cecile. Johannes, Ich will das verstehen.